Du sagst also, dass du sie in deiner Gewalt hattest und trotzdem konnten sie mit meinen Tieren entkommen? Ich hätte dir das nicht anvertrauen dürfen, Jeremy. Geben Sie mir noch eine Chance, Boss, und ich werde es wieder gut machen. Ich weiß, wie ich den Affenjungen und den Earl fertig machen kann. So, wie Sie es wollten. Ich werde Sie nicht nochmal enttäuschen. Das will ich hoffen. Niederlagen gefallen mir gar nicht. Und diesmal werde ich dabei zusehen. Da ist es ja. Genau pünktlich. Oh, ich weiß, Dixby. Ich bin auch nervös. Großvater! Tarzan! Du bist zurückgekommen. Das musste ich doch. Ich würde dich sonst viel zu sehr vermissen. Und dich auch, Dixby. Oh, du weißt noch, was ich dir beigebracht habe? Ist Dr. Porter nicht mitgekommen? Mein Dad ist noch in Afrika. Er ist auf etwas Interessantes gestoßen. Moviro wird sich dort mit ihm treffen. Warum rennen diese Leute alle zu dem Flugzeug? Ach, das sind keine Leute, das sind Paparazzi. Was wollen die denn? Sie. Ich bin hier, um mitzuteilen, dass ich lange in mich gegangen bin und nun entschlossen habe, die Schauspielerei aufzugeben. Ich gebe meine Filmkarriere auf, um meiner wahren Leidenschaft zu folgen. Die Ungerechtigkeiten dieser Welt aufzudecken und darüber zu berichten. Ich kann nicht glauben, dass sie so eine große Entscheidung trifft, ohne zuerst mit mir darüber zu reden. Warum sollte sie? Wer ist diese Frau? Mein Junge, du müsstest schon im Dschungel aufgewachsen sein, um nicht zu wissen, wer sie ist. Alles klar. Also, wer ist sie? Angela ist ein international gefeierter Filmstar. Und meine Mom. Wirklich? Tja, willst du ihr nicht vielleicht Hallo sagen? Ah, wir können das später nachholen. Das ist nicht meine Welt. Also dann sollten wir nach Hause fahren. Jane, wir können dich gern mitnehmen, wenn du magst. Ah, das wäre großartig, danke. Also, wie war es in Afrika? Konntet ihr alle Tiere sicher zurückbringen? Ja, zum Glück waren wir... Ich frage mich, was da los ist. Feuer, ganz in der Nähe. Oh nein! Was ist da los? Die Greystoke London Lagerhalle steht in Flammen. Charlie, bringen Sie uns so schnell wie möglich dorthin. Los geht's, my Lord! Hier darf niemand rein. Das ist in Ordnung, Officer. Das ist mein Onkel, der Earl of Greystoke. Ihm gehört die Lagerhalle. Clayton, was machst du denn in London? Ganz spontane Reise. Nach dem letzten Tsunami hatten wir nur noch alarmierend wenige Hilfspakete. Aber als ich hierher kam, stand alles in Flammen. Oh, ich bin Clayton Greystoke. Oh, und du musst mein verloren geglaubter Cousin sein. Tarzan. Ah, ich freue mich sehr, dich endlich kennenzulernen. Onkel, der Brandmeister ist zurück. Wir sollten ihn fragen, ob er Neuigkeiten hat. Konnten sich alle in Sicherheit bringen? 2 Männer werden noch vermisst, aber ich musste meine Leute abziehen. Das Feuer ist gefährlich nah an ihren Batteriebeständen. Ich verstehe das nicht.
Es wurden doch Notsicherungen eingebaut. Wie ist das passiert? Das wissen wir noch nicht. Aber wenn diese Batterien in die Luft fliegen, stürzt das gesamte Gebäude ein. Der Niederschlag würde die Themse auf Jahrzehnte hin verunreinigen. Es muss doch einen Weg geben, um das Feuer aufzuhalten. Wir haben schon Verstärkung angefordert. Aber im Moment hilft wirklich nur ein Wunder. Hoffentlich bekommen wir gerade eins. Ich kann etwas hören. Hilfe! Wir sind hier gefangen! Wir kommen nicht mehr raus! Wir sind hier drin! Warum hilft uns denn keiner? Klingt, als wären sie ganz weit oben. Das ist zu heiß zum Anfassen. Aber hoffentlich nicht für die hier. Beeilung! Hilfe! Hilfe! Mal sehen, wo es lang Wir geht. sind hier drin! Au, Scheiß! Das hat mir fast das Fell verbrannt. Wir sind hier drüben! Au, mein Fuß! Ich hätte mir Schuhe anziehen sollen. Beeilung! Wir müssen hier raus. Aber das ist unmöglich! Nein, wir stecken hier fest! Ich hab dich. Und jetzt du. Festhalten! Ganz unglaublich! Du bist der Wahnsinn! Vorsicht! Hinter dir, pass auf! Das müssen die Batterien sein, von denen Sie gesprochen haben. Ihr müsst hier raus, sofort! Komm zurück! Das Gebäude kann jeden Moment einstürzen! Tut es schon! Raus hier! Es muss doch möglich sein. Komm schon! Lieber kämpfe ich mit einem wütenden Krokodil, als sowas nochmal zu machen. Ich bin so froh, dass es Ihnen gut geht. Das war alles Ihre Schuld! Warum war die Sprinkleranlage nicht an? Zwei Männer sind Ihre grobe Fahrlässigkeit hätte fast den Fluss verseucht. Was haben Sie dazu zu sagen, Lord Greystoke? Dass Sie völlig falsch liegen, Madame. Ihre Anschuldigungen entbehren jeder Grundlage. Wirklich? Nun, laut dem Brandmeister ist Ihre Lagerung von abgelaufenen, undichten Batterien kriminell, nach allen Maßstäben. Undichte Batterien? Unmöglich. Ich lasse in all meinen Anlagen monatliche Sicherheitsprüfungen durchführen. Tarzan, warte. Warum tut deine Mutter das?
Ich habe keine Ahnung, aber das Letzte, was der Earl jetzt gebrauchen kann, ist, dass sich die Presse auch noch auf dich stürzt. Na schön. Das muss ein Missverständnis sein. Mein Onkel würde niemals so etwas Unverantwortliches zulassen. Danke, Clayton, aber ich habe alles im Griff. Ich kaufte diese Lagerhalle, um die Mission meines Sohnes und meiner Schwiegertochter weiterzuführen. Aber das um Hilfspakete an die Bedürftigen auf der ganzen Welt zu schicken. Das klingt natürlich alles sehr nobel, aber es ändert nichts an dem, was heute geschehen ist. Ich habe vor, der Sache nachzugehen. Mom, ich freue mich ja so, dich zu sehen. Was machst du eigentlich hier? Jane, was für eine schöne Überraschung. Gehen Sie. Danke dir. Charlie, bitte bringen Sie Tarzan nach Hause. Warte, was ist mit dir? Das ist meine Lagerhalle. Ich muss hier bleiben. Du kannst hier sowieso nichts tun, bis die Untersuchungen abgeschlossen sind. Keine Sorge. Ich bleibe hier, falls es etwas Neues gibt. Dankeschön, Clayton. Was um alles in der Welt machst du denn ausgerechnet hier? Ladies, ein Küsschen für die Kamera. Ja, wunderbar. Du hast sie gehört, Mom. Lächeln. Geht es dir gut, Großvater? Ja, es geht mir gut, mein Junge. Du hast die beiden Männer gerettet, oder nicht? Als ich aus dem Gebäude kam, ist gerade jemand weggerannt. Das war ziemlich verdächtig. Ich glaube, er hat das Feuer gelegt. Wer war das? Ich weiß es nicht. Aber ich habe da so ein Gefühl. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jeremy hinter dem Feuer von heute steckt. Apropos Feuer, wie geht's deinen Füßen? Gut, aber Großvater bestand darauf, sie zu verbinden. Das ist sogar noch schlimmer als Schuhe. Du hast bestimmt recht mit Jeremy. Er muss wütend sein, weil wir ihm das Geschäft mit der Wilderei ruiniert haben. Und jetzt, wo er vor der Polizei flieht, hat er alles verloren. Er muss mit jemandem aus Großvaters Firma zusammenarbeiten. Und wer auch immer das ist, hat die undichten Batterien in der Lagerhalle platziert. Also schauen wir uns die Sicherheitsprotokolle an, um herauszufinden, wer Zutritt zum Gebäude hatte. Hä? Tarzan? Es ist offen. Hier stimmt was nicht. Klingt, als würde bereits jemand alles durchsuchen. Ich wette, wir treffen gleich unseren heutigen Brandstifter. Hey, was ist hier los? Mal sehen, was diese Herren zu sagen haben. Au! Was? Was war das? Verdammt nochmal. Ich habe das schon ein Dutzend Mal in meinen Filmen gemacht. Naja, wohl eher meine Stuntfrau. Bei ihr sah das immer so leicht aus. Ist das nicht deine... Mutter? Lass uns hier verschwinden. Na los, los, beweg dich. Wir müssen ihr helfen, sonst bricht sie sich noch was. Jetzt hab ich's. Mir geht's gut. Ihr geht's gut, aber die sind über alle Berge. Deine Mutter hat eine ganze Menge zu erklären. Tarzan, bitte. Es wird ihr total peinlich sein, dass jemand gesehen hat, wie sie das Gesetz bricht. Ich habe ein Vermögen für die bezahlt. Na dann mal sehen, ob sich's gelohnt hat. Was hat der Earl of Greystoke wirklich vor? Polizei? Oh je, das ist gar nicht gut. Wenn die mich kriegen, bin ich am Ende. Und warum hat deine Mutter nicht schon früher daran gedacht? Wahrscheinlich, weil Mom in ihren Filmen nie geschnappt wird? Komm schon, wir müssen die Polizei weglocken. Jetzt werden sie nie erfahren, dass sie hier war. Weißt du, Jane, ich wurde deiner Mutter ja noch nicht offiziell vorgestellt, aber wenn das so weitergeht... Wirst du Angelas Fanclub nicht beitreten. Ich frag mich gerade, hast du schon mal drüber nachgedacht, was passiert, wenn man uns schnappt? Nicht wirklich. Das muss genetisch bedingt sein. Was machst du da? Das siehst du noch.
Komm schon, machen wir sie auf uns aufmerksam. Da! Stehen bleiben! Keine Bewegung! Lass uns fliegen! Bist du sicher, dass du weißt, was du da tust? Halt dich besser ran, Affenjunge! Bleiben Sie, wo Sie sind! Wie haben die das gemacht? Das ist doch unmöglich. Und du weißt ganz sicher, was du da tust? Keine Sorge, das ist einer der ersten Filmstunts, die ich je gelernt habe. Ich glaube, wir sollten uns jetzt aufteilen. Glaube ich auch. Ich habe meinen Fluchtweg im Blick. Gute Nacht, Jane. Träum was Schönes, Tarzan. Ich will jetzt nur noch sofort ins Bett kriechen. Jane? Hi, Mom. Kommst du um diese Zeit erst nach Hause? Was ist mit dir? Was hast du gestern Abend gemacht? Oh, ich habe mich noch um ein paar unerledigte Dinge gekümmert. Ich würde mich gern mit dir unterhalten, aber können wir das morgen vor der Schule machen? Es ist schon morgen, Liebes. Du hast recht. Ich muss jetzt los, Mom. Ich sehe dich nach der Schule. Tarzan, du musst aufwachen, bevor der Lehrer kommt. Oh, ich bin eingenickt. Ich kann auch kaum die Augen offen halten. Hoffentlich müssen wir einfach nur ein bisschen zuhören und... Guten Morgen, Leute. Überraschungstest, bevor die Ferien morgen losgehen. Oh, endlich können wir ein bisschen... Wir wollen wissen, was da dran ist. Was hältst du von der Brandstiftung? Steigt ein! Das würde uns wirklich interessieren. Hey, komm zurück! du kannst uns nicht ewig auf den Weg gehen. Gutes Timing, Großvater. Ich wünschte nur, es gäbe einen Ort, wo du vor denen in Sicherheit wärst. Ich kenne einen. Wenn du mich suchst, Jane weiß, wo du mich findest. Gut gemacht, mein Freund. Danke, das habe ich wirklich gebraucht, um den Kopf frei zu kriegen. Da draußen kämpft jeder gegen jeden. Der Earl tut so viel Gutes.
Welches Monster würde ihm derart schaden wollen? Niemand kann mich mehr aufhalten. Ich habe alles in Gang gesetzt, um den Earl of Greystoke und diesen verrückten Tarzan zu ruinieren. Ich habe es satt, darüber zu reden. Der Affenjunge wird untergehen. Ein für alle Mal. Guten Morgen, Carla. Clyde! Also echt jetzt! Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du auf deiner Seite vom Nest schlafen sollst? Für Jane ist das okay, aber alle anderen hassen es, wenn ich nach Affe rieche. Da ist er. Hier geht er also hin, wenn er nicht in der Schule ist. Ja, das ist ein städtischer Dschungel. Was ist los? Abgesehen davon, dass Dixby mich duschen wollte. Vielleicht solltest du wenigstens ab und zu mal dein Handy mitnehmen. Ups. Sorry, das tut mir leid. Großvater, was ist passiert? Ich bekam einen dringenden Anruf. Etwas stimmt nicht auf der Greystoke Farm. Was ist da los? Wir wissen es noch nicht. Hoffen wir, es ist diesmal keine Sabotage. Wow, ich dachte eigentlich, es sei eine kleine Farm. Das ist eine riesige Anlage. Das muss sie auch sein. Hier wachsen die biologisch angebauten Pflanzen für die Hilfspakete, die wir in die ganze Welt verschicken. Das habe ich hier aber noch nie gesehen. Ja, nicht die schon wieder. Ladies, Gentlemen, bitte! Man hat Rückstände von illegalen Pestiziden in ihren Hilfslieferungen gefunden, nachdem Menschen krank wurden. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Finde ich auch, Kleiner. Ich muss meiner Mutter klar machen, dass der Earl hier nicht der Böse ist. Tarzan? Tarzan? Hier drüben. Gefunden. Dieser Geruch. Das ist tödlich. Du hast recht. Sieh mal, das ist Gift. Aber Großvater hätte das nie bestellt. Also wie kommt das Zeug hierher? Ich sehe keine Firmenbezeichnung und auch kein Logo. Die ist leer. Die sind alle leer. Tarzan, so viele Pestizide würden mehr als nur Rückstände hinterlassen. Die würden Menschen und Tiere richtig krank machen. Ja, Boss, wir haben ein Problem. Der Affenjunge und seine Freundin schnüffeln hier rum. Soll ich mich um sie kümmern oder die Pestizide für die Presse abwerfen wie geplant? Halte dich an unseren Plan. Zieh es nur möglichst schnell durch. Wird gemacht, Boss. Mal sehen, was wohl die Welt danach noch vom Earl of Greystoke halten wird. Ich verstehe das nicht. Sie haben einfach das Gift auf die Felder gegossen? Nein, sie machen das mit speziellen Flugzeugen. So welchen wie diese. Das ist ganz eindeutig ein Sprühflugzeug.
Sie uns zu dem Thema zu sagen? Das ist nicht mein Flugzeug. Ganz offensichtlich will mich hier jemand übel verleumden. Sehr wahrscheinlich. Jetzt werden wir dem Earl mal so richtig die Stimmung verhageln. Schlechte Idee. Landen Sie sofort das Flugzeug. Zwing mich doch, Affenjunge. Wenn Sie schon so nett fragen. Wie wär's, wenn ich dich stattdessen abwerfe? Bitte halt durch, Tarzan. Dafür bekomme ich noch einen Bonus vom Boss. 2 Fliegen mit einer Klappe. Und jetzt lass ich gleich... Jetzt ist Schluss mit rumalbern. Oh, Vorsicht! Oder wir stürzen ab! Dann keine Tricks mehr. Okay. Aber halt dich zurück, in Ordnung? Halt! Zu dumm, dass Affen nicht fliegen können! Oh nein, ich kann ihm dabei helfen. Wenn er ans Handy geht. Komm schon, Tarzan. Nur das eine Mal, bitte. Welcher Knopf kann... was zum... Wer ruft mich denn jetzt an? Jane. Welcher Knopf? Das muss der hier sein. Hallo Jane. Ich bin im Moment etwas beschäftigt. Tarzan, sieh auf das Bedienfeld. Da muss ein Knopf für Autopilot sein. Okay. Oh. Jane, ich brauche Hilfe! Zieh das Steuerhorn zurück! Steuerhorn? So eine Art Lenkrad. Zieh's fest in deine Richtung. Jetzt! Genau. Und jetzt langsam nach vorne und ausbalancieren. Geschafft. Jetzt musst du das Fahrgestell ausfahren. Der Hebel müsste beschriftet sein. Ja. Okay, ich werde dich jetzt genau anleiten. Als erstes musst du das Flugzeug runter auf die Landebahn bringen. Du machst das toll! Halt es einfach nur gerade! Und dann pass auf! Halt den Bug hoch! Genau! Du bist unten! Aber du bist viel zu schnell! Oh. Also, welches Pedal ist die Bremse? Also das schon mal nicht. Nein. Oh, toll. Entweder zerschmettern oder das Flugzeug stürzt um und verliert das Gift. Oder? Ich halte das Biest am Schwanz fest. Großartig! Puh, danke. Von wegen Affen können nicht fliegen. Ich muss jetzt nach Großvater sehen und sicherstellen, dass die Presse, besonders deine Mutter, ihn nicht in der Luft zerreißt. Keine Sorge, ich werde meiner Mom klar machen, was hier wirklich passiert. Oder zumindest das, was wir bisher wissen. Dass der Pilot abgehauen ist, beweist es, Mom. Du beschuldigst wirklich den Falschen. Der Earl wird sabotiert und du und der Rest der Presse helft wem auch immer dabei. Die ganze Geschichte klingt aber für mich einfach viel zu unwahrscheinlich. Mutter, du weißt, dass ich dich nie anlügen würde. Ich auch nicht, Madame. Natürlich nicht. Tut mir leid. Ich vertraue meiner Tochter voll und ganz. Aber die Beweise waren eben sehr... untergeschoben. Ja, das sehe ich jetzt auch so. Das bedeutet, jemand sehr Gefährliches ist noch da draußen. Oh. Wie kann er das überhaupt... Warte, lass sie oben, Tarzan. Ich sehe etwas darunter. Ich hab's.
Was hast du gefunden? Du kannst sie wieder absetzen. Oh, stimmt. Oh, sorry, Dixby. Also, was ist das? Ein Stück von einer Bestellliste. Leider ist das meiste davon abgerissen. Aber ich kann noch den Namen des Schiffs lesen und es brachte die Pestizide nach Southampton. Ich muss auf der Stelle zurück nach London und eine Pressekonferenz halten, um Lord Greystoke zu entlasten. Mrs. Porter. Bitte nennen Sie mich Angela. Angela. Ich bin sehr gerührt, dass Sie mir helfen wollen. Aber vielleicht ist es besser, wenn wir nicht zu viel verraten. Noch nicht. Mom, Lord Greystoke hat recht. Wer auch immer dahinter stecken mag, könnte dadurch gewarnt werden. Schlimmer noch, er könnte noch mehr Schaden anrichten wollen. Offenbar habe ich mir kürzlich einen Feind gemacht. Ich muss herausfinden, ob er mit jemandem aus meiner Organisation arbeitet. Ich denke, ich muss etwas tiefer graben. Ich hoffe, ich darf Ihnen dabei irgendwie helfen. Das würde ich sehr zu schätzen wissen. Wir fragen bei Interpol, ob sie schon etwas wegen Jeremy erreichen konnten. Sehr gut. Angela und ich fahren nach London. Kommst du nicht mit, Liebes? Wir nehmen den späten Flug nach Hause, Mom. Es gibt noch etwas, das wir erst überprüfen wollen. Am Hafen von Southampton. Das ist mein allererstes Mal auf einem Schiff. Ich muss zugeben, ich bin froh, dass es im Hafen liegt. Wir brauchen nicht lange. Wir besorgen uns nur die Ladungsverzeichnisse, auf denen steht, wer die Pestizide bestellt hat. Wie? Wir können ja schlecht hingehen und einen Seemann fragen. Eigentlich besteht unsere erste Aufgabe darin, von dieser Kiste runterzukommen, ohne dass uns jemand bemerkt. Das ist leicht. Das ist wie wenn ich einen Fluss mit lauter Nilpferden überqueren will. Du weißt, die können echt anstrengend sein, wenn sie einen angreifen. Jedenfalls, man muss nur für Ablenkung sorgen. Und zwar so. Halt dich fest. Es geht los. Die Küste hat sich gelöst! Passt auf, Kumpels! Sind alle okay? Da ist was runtergefallen. Hier, die alten Ladungsverzeichnisse. Jawohl. Sorry. Ich frage mich, wie lange er da wohl... Bleib hier, du musst Wache halten. Das wollte ich dir gerade sagen. Ich war aber Erster. Hey, wer hat die Tür offen gelassen? Na toll. Jetzt brauche ich eine Nilpferdgroße Ablenkung, wenn sie Tarzan erwischen. Wo könnte sich Tarzan verstecken? Gleich hier. Ich hab dir was mitgebracht. Das Ladungsverzeichnis. Es ist nicht so aufregend, wie wir hoffen. Da steht kein Name auf der Bestellung. Aber da steht eine Adresse, wo die Pestizidtonnen herkommen. Marokko. Wir müssen zurück nach London und mit Großvaters Jet dorthin. Oh nein, wir legen ab. Oh, das war nicht geplant. Ich will nicht aus dem Hafen raus. In Deckung, schnell! Wie sollen wir denn jetzt nach Marokko kommen? Das ist wohl weniger unser Problem. Sieht aus, als wären wir schon auf dem Weg dorthin. Lach mich nur nicht aus, wenn ich seekrank werde. Jane, bei allem, was passiert ist, hatte ich nie die Gelegenheit, mich bei dir zu bedanken. Bedanken? Wofür? Dass du dem Earl hilfst. Dass du mir hilfst. Was hätte ich denn tun sollen? Zu Hause rumsitzen, während du rumläufst und den ganzen Spaß hast?
Außerdem, dazu sind Freunde doch da. Stimmt's? Stimmt. Also, was jetzt? Ich denke, wir entspannen uns und genießen die Reise. Es gibt keinen Ort, an dem ich jetzt lieber wäre. Wir sollten den Earl anrufen und deine Mutter. Ihnen sagen, dass es uns gut geht. Oh, ja. Gute Idee. Sie müssen mittlerweile krank vor Sorge sein. Also du siehst, wir konnten gar nicht anders handeln. Aber wenigstens haben wir die Adresse und wir sind auf dem Weg nach Marokko, um sie zu überprüfen. Danke, dass ihr euch gemeldet habt. Wir waren in Sorge. Also ich mache mir immer noch Sorgen. Sie sind blinde Passagiere. Das stimmt so nicht, Mom. Wir wollten das doch gar nicht. Aber jetzt müssen wir das Beste aus der Situation machen. Ich hoffe, Tarzan läuft nicht grün an. Ruhig, Dixby. Was sagtest du, Jane? Dixby klingt aufgeregt. Was ist denn hier? Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Mom, bist du okay? Großvater, was ist da los? Was immer sie von uns wollen, sie werden niemals damit durchkommen. Jeremy. Jeremy! Wir müssen Interpol anrufen. Ich dachte, hier wäre niemand. Aber hey, das ist vielleicht sogar noch besser. Ganz ruhig, Dixby. Ich vermute, er ist der Gangster, der versucht hat, Sie zu ruinieren. Er und sein Affenjunge haben meine ganzen Geschäfte zerstört. Ja, wir sind schuld, den Schmugglerring zerschlagen zu haben. Das erinnert mich daran, wie sie die Schurken in ihrem letzten Film erledigt haben. Aber Lord Greystoke, ich wusste ja nicht, dass Sie ein Fan sind. Tja, ich bin keiner. Deshalb werden Sie auch dran glauben müssen. En garde! Ja. Ich mach dich fertig! Runter von mir, du! Pass auf, was du sagst! Es ist eine Dame anwesend. Keine Bewegung! Interpol! Autsch! Das ist Interpol. Was ist passiert? Geht's Ihnen gut? Oh, Ihnen geht's mehr als gut. Ich würde Sie glatt einstellen. Gott sei Dank. Oh, wir hatten solche Angst. Wir haben versucht zurückzurufen, aber das Telefon war wohl nicht richtig aufgelegt. Ups. Mein Fehler. Und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit du eingesperrt wirst. Für sehr, sehr lange Zeit. Ja, aber wenn ich weg bin, wird das dir und dem Affenjungen auch nicht helfen. Denk an meine Worte. Ihr werdet beide untergehen. Haltet den dreckigen Köter von mir fern! Schon gut, Dixby. Es ist endlich vorbei. Hoffe ich. Ich muss schon sagen, Jane, deine Mutter war sogar noch beeindruckender als in ihren Filmen. Und Tarzan, dein Großvater war mindestens so tapfer und schneidig wie all die Heldenrollen, die je in meinen Filmen vorkamen. Oh ja. Und wir müssen betonen, dass auch Dixby ein Held war. Wir sind so froh, dass es euch gut geht. Und Jeremy ist endlich hinter Gittern, wo er hingehört. Ja, und ihr zwei könnt den ersten Flieger zurücknehmen, sobald ihr in Marokko angekommen seid. Hast du mich verstanden? Ja, sorry, Mom, aber wir müssen sicher gehen, dass Jeremy nicht mit jemandem zusammengearbeitet hat. Wir sind so kurz davor, herauszufinden, wer die Pestizide bestellt hat. Versprecht mir, dass ihr uns bei den kleinsten Schwierigkeiten anruft. Natürlich, Großvater. Wir schalten besser das Handy aus, um den Akku zu schonen. Ah, Clayton. Ich wollte auch mit dir sprechen. Kommst du bei mir vorbei? Tut mir leid, Onkel, aber ich muss meinen Flieger erwischen. Ich habe einen Ort gefunden, von wo aus wir die Hilfspakete verschicken können, bis unser Lager wieder eingerichtet ist. Das ist sehr gut. Tu, was getan werden muss. Onkel, ich habe von den Pestiziden gehört. Da ist nichts dran, oder? Natürlich nicht.
Die gute Nachricht ist, dass Tarzan und Jane Hinweise darauf gefunden haben, wer hinter der Sabotage steckt. Ach, wie schön. Oh, ich muss jetzt wirklich los. Clayton, danke, dass du ihren Traum weiterleben lässt. Mir ist das auch sehr wichtig, Onkel. Danke fürs Mitnehmen. Hä? Was zur Hölle? Wir haben sie, Boss. Sie sind in Marokko angekommen. Ganz pünktlich. Wunderbar, wunderbar. Lasst sie nicht aus den Augen und haltet euch an den Plan. Hoffe, du hattest eine gute Reise, Affenjunge. Das war nämlich deine letzte. Guten Morgen, Hassan. Heute ist ein wunderschöner Tag. Wow, sieh dir das an. Ich wette, hier kann man einfach alles finden. Na, dann lass uns doch die Adresse finden. Zeig mir noch mal das Verzeichnis. Ich habe es schon eingezeichnet. Es ist auf dieser Seite der Stadt, nicht weit von hier. Wow, die sind der Wahnsinn. Oh. Ups. Jane, du musst vorsichtiger sein. Du bist hier nicht an einem Filmset. Verschwinde! Wie sollen wir denn die Adresse hinter dem ganzen Krempel finden? Das ist doch kein Krempel. Sieh dir doch mal diese wundervolle Seide an und... Falls du es vergessen hast, Jane, wir sind hier nicht auf Shoppingtour. Ich dachte nur, es wäre nett, wenn wir meiner Mom und dem Earl etwas mitbringen. Aber du hast recht, wir müssen... Oh, die sehen toll aus! Wir haben sie. Holt sie euch. Schnell! Ich habe ein bisschen Hunger. Vielleicht nur eins. Hey, komm schon, wir müssen was erledigen. Schon vergessen? Das musst du mir bezahlen, du! Wir haben Gesellschaft. Es gibt keinen Ausweg. Dann werden wir kämpfen. Vielleicht später. Was? Schnappt sie euch! Sorry, Jungs. Ich mache einen Abflug. Was? Bye. Wer auch dahinter steckt, muss denken, dass wir ihm zu nahe kommen. Stimmt. Warum sollte er sonst so viele Leute schicken, um uns aufzuhalten? Schnappt sie euch! Auf sie! Los! Na los. Ich sehe die! Da drüben! Wir haben sie gleich. Schneidet ihn den Weg an! Wir müssen sie aufhalten.
weiter. Jetzt seid ihr dran. Sie sind in der Falle. Was ist denn so lustig? Das erinnert mich daran, als mich eine Meute wütender Schimpansen über eine Seilbrücke jagte und ich merkte, dass einige von ihnen vor mir waren. Sie sind sehr viel klüger, als sie aussehen, weißt du? Und was hast du getan? Ein Hindernis geschaffen. Sehr gut. Komm schon! Ich bin dran. Nicht schlecht. Zum Glück sind diese Typen so dumm, wie sie aussehen. Ich bin ja so froh, dass es euch gut geht. Wir hatten ganz schreckliche Angst. Ich habe versucht, euch anzurufen, aber das Handy war aus. Tut mir leid, dass ihr euch Sorgen gemacht habt. Ich wollte nur den Akku schonen. Also euch beiden geht's gut? Uns geht's gut. Moment, ihr zwei arbeitet immer noch zusammen? Nach unserem kleinen Gerangel mit Jeremy gestern Abend haben wir beschlossen, weiter nachzuforschen, ob er mit einem Insider zusammengearbeitet hat. Ich wusste gar nicht, wie riesig die Greystoke Holding ist und wie viele Menschen der Earl weltweit beschäftigt. Nun, wir haben noch keine Verbindung gefunden. Aber wir haben entdeckt, dass mehrere Bulldozer von Greystoke Industries an der Nordküste fehlen. Was glauben Sie, was Sie damit vorhaben? Wer ist in der Lage, so schwere Maschinen zu stehlen? Vom Zeitablauf her kann Jeremy es nicht getan haben. Es gibt also definitiv jemand anderen, der die Fäden zieht. Wisst ihr, wo die Bulldozer jetzt sind? Nein, aber wir arbeiten dran. Wer auch dahinter steckt, ist in der Tat sehr clever und achtet darauf, seine Spuren sorgfältig zu verwischen. Hoffen wir, dass er doch einen Fehler gemacht hat. Wir haben die Adresse, von wo aus die Pestizide verschickt wurden. Vielleicht finden wir ihn dort. Wir sind auf dem Weg, das zu überprüfen. Ich möchte, dass ihr uns anruft, sobald ihr fertig seid. In Ordnung, Mom, aber du und der Earl müsst auch vorsichtig sein. Jeremy hat bewiesen, dass sie hinter euch her sind, wenn sie uns nicht kriegen können. Keine Sorge, wir haben doch Dixby. Passt auf euch auf, dieses Monster hat gezeigt, dass es vor nichts Halt macht. Das werde ich auch nicht. Und, was meinst du? Ich habe seit Stunden nicht mehr das Gefühl, dass uns jemand folgt. Gut, hier sind wir nämlich definitiv richtig. Dann gibt es nur eine Möglichkeit herauszufinden, wer es ist. Das sieht für mich nach einer offenen Einladung aus. Es ist zu dunkel hier drin, ich kann kaum etwas sehen. Gib deinen Augen einen Moment, um sich an das schwache Licht zu gewöhnen. Der Raum ist leer, bis auf... Ja, etwas in der Ecke. Also, was hast du gesehen? Psst, nicht gesehen, gehört. Hör mal. Jemand hat uns eingesperrt. Tarzan, sag mir bitte, dass das keine Schlange war. Nein, Jane, das war keine Schlange. Das sind ungefähr 9 Königskobras. 9? Jane, beweg dich nicht. Du solltest nicht mal zu tief atmen. Seit Stunden haben wir nichts von Tarzan oder Jane gehört. Warum haben sie sich noch nicht gemeldet? Ich habe Jane mindestens ein Dutzend Nachrichten hinterlassen. Ihr Handy muss aus sein. Hallo? Sind Sie es? Nein. Sind Sie sicher? Ja, ich verstehe. Sehr gut. Nennen Sie mir den genauen Standort, wenn Sie soweit sind. Die vermissten Bulldozer? Meine Leute konnten die Spur bis nach Afrika verfolgen. Doch nach der Ankunft der Maschine in Marokko scheinen sie sich in Luft aufgelöst zu haben. So wie Tarzan und Jane.
solche guten Ideen? Dann sag sie mir jetzt. Steig langsam auf meine Schultern. Sachte. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du mit Schlangen sprechen kannst? Ich kann's doch gar nicht. Schnell, spring! Tarzan, pass auf! Tarzan! Huh? Oh nein! Wir müssen hier raus, und zwar schnell. Na dann los! Beeilung, Tarzan! Ich beeil mich ja! Oh, ich kann nicht glauben, dass wir dem Drahtzieher direkt in die Falle gelaufen sind. Alles war genau so geplant, damit wir darauf reinfallen. Und damit er uns erledigen kann. Meine Mom und der Earl haben mindestens ein Dutzend Mal angerufen. Oh, sie sind bestimmt ganz krank vor Sorge. Sind Sie das wieder? Nein, das ist Moviro? Moviro! Hallo Jane. Entschuldige, dass ich dich so überfalle, aber ich hoffe, du bist bei Tarzan. Was ist los, Moviro? Was ist passiert? Der Chief und ich möchten wissen, warum der Earl diese ganzen schweren Geräte in unser Dorf bringen lässt. Großvater hat das nicht getan. Jemand anderes hat die Maschinen gestohlen und dorthin gebracht. Aber warum? Das wissen wir nicht, Moviro. Aber was auch dahinter steckt, es ist nichts Gutes. Chief, Moviro, ihr müsst das Dorf warnen. Es handelt sich um sehr gefährliche Leute. Und bitte sagt meinem Dad, dass wir kommen. Wir kommen so schnell wie möglich. Hoffen wir, dass sie es rechtzeitig schaffen. Wir müssen unbedingt zum Dorf. Alle dort sind in ernsthafter Gefahr. Ich bin dir weit voraus. Ich suche gerade die Zugverbindung auf meinem Handy raus. Ein Telefon kann sowas? Willkommen in der Zukunft, Tarzan. Ich hab's. Der Zug fährt jeden Moment los. Und es ist der letzte heute Abend. Wir müssen so schnell wie möglich zum Bahnhof. Und wie genau glaubst du, finden wir ihn, Jane? Wir haben schließlich keine Landkarte von Marokko einfach so in der Tasche. Und ich hab's. Schnell, hier lang. Oh, gut. Das Telefon. Technologie, Tarzan. Du solltest das auch mal ausprobieren. Viel besser, Jane Porter. Es ist so viel leichter, dich und den Affenjungen zu verfolgen, wenn dein Telefon an ist. Sehr gut, meine Marionetten. Kommt zu mir. Wir sind zu spät, Tarzan. Der Zug ist schon abgefahren. Komm schon, wir können es schaffen. Wer braucht schon einen Flügelanzug, wenn du dabei bist? Fast geschafft. Geschafft! Du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Tut mir nur leid, dass wir keine Zeit hatten, was zu essen. Nach allem, was heute passiert ist, habe ich einen riesengroßen Löwenhunger. Keine Sorge, es gibt bestimmt einen Restaurantwagen. Und wenn wir keine normalen Sitzplätze bekommen, bleiben wir einfach hier und bestellen Essen, bis sie schließen. Damit kann ich leben. Hier gibt so viel Auswahl. Ich will von allem etwas probieren. Oh, alles, was ich will, ist eine Runde Schlaf, ohne dass uns eine Horde Ganoven angreift. Genau wie Sie vorhergesagt haben. Zielpersonen sind an Bord und auf dem Weg zu Ihnen.
Solltest du ausnahmsweise deinen Job richtig machen, werden Tarzan und seine kleine Freundin niemals ankommen. Sogar der Affenjunge braucht irgendwann mal Schlaf. Wir schnappen ihn uns, wenn er schläft. Diesmal kann er nirgendwohin abhauen. Zieh es einfach durch. Wenn Tarzan es wieder irgendwie schafft zu überleben, bin ich bereit, das Ganze selbst zu erledigen. Das Nickerchen ist wohl vorbei. Gute Nacht, Jungs. Jane! Was Besseres haben die nicht drauf? Ah, vielleicht doch. Und los, Jane. Ich bin gleich hinter dir. Nicht so viel Ausfall. Rauf oder runter? Ich muss es ins Dorf schaffen. Dann rauf, schnell. Nachher sie! Die sind auf dem Dach! Los! Oh, macht schon! Aufs Dach! Lass mich mal rauf! Das letzte Mal habe ich das gemacht, als der Stunt-Koordinator meinte, ich sollte auf ein galoppierendes Pferd springen. Wir könnten jetzt auch ein paar schnelle Pferde gebrauchen. Du gehst darüber! Was? Kein Fall! Nein, mach du das! Ich nicht! Er schießt sie doch einfach! Oh ja, gute Idee. Stimmt eigentlich. Hört auf, sonst erwischt ihr mich! Wir murksen die ab. Ja, los! Jane, runter mit dir! Das wird aber eng. Und runter mit euch! Hoffentlich habe ich gestern nicht zu viel gegessen. Wo sind die hin? Was ist passiert? Gibt's doch nicht. Sucht ihr nach uns? Beeilt euch! Bewegung! Lass los! Okay, das könnte interessant werden. Irgendwelche coolen Dschungelgeschichten, die uns hier raushelfen? Ja, etwas, das Carla und ich sehr gern gemacht haben. Pack dich bei mir ein, Jane. Und jetzt? Lass dich einfach mitreißen! Affenjunge! Wie sollen wir hier wieder rauskommen? Sehr gut gemacht, Jane. Das ist nicht vorbei.
Bitte, helft mir! Werden wir, aber nenn uns erst deinen Auftraggeber. Keine Chance! Er sagt, er bringt mich um, wenn ich ihn verrate. Dann werden wir dich wohl überreden müssen. Nein! Nicht schon wieder. Er hätte uns sowieso nichts gesagt. Jetzt können wir nur noch warten. Und hoffen, dass wir rechtzeitig ins Wasiri-Dorf kommen. Tarzan, du weißt schon, dass du wahrscheinlich in eine Falle läufst. Wer auch immer die Drähte im Hintergrund zieht, will mehr als nur die Greystokes ruinieren. Er will dich für immer aus dem Weg schaffen. Ich weiß, Jane. Aber ich kann nicht zulassen, dass meiner ersten Familie oder meinen Freunden etwas passiert. Das klingt, als würden dich alle im gesamten Dschungel begrüßen. Bestimmt nicht alle, Jane. Sicher nicht diejenigen, die die Bulldozer gestohlen haben. Ich verspreche dir, Falle oder nicht, er wird das bereuen, wenn ich mit ihm fertig bin. Bescheid, dass du kommst? Ich sag meiner Mutter, dass ich zu Hause bin. Da ist sie! Carla! Hi, Carla! Wir sind auf dem Weg ins Dorf, aber du musst dich davon fernhalten. Es ist dort sehr gefährlich für dich. Wir kommen wieder. Ja, und zwar so schnell wie möglich. Denk dran, halte dich fern, bis ich dich rufe. Warte auf mich. Das ist völliger Wahnsinn. Sie haben dazu gar keine Berechtigung. Wer soll uns denn aufhalten? Verzieht euch! Wir bewegen uns keinen Meter. Hör zu, Kleiner! Wir haben unsere Anweisung, also geh aus dem Weg oder wir mähen dich zusammen mit dem Regenwald um. Okay, Jungs! Und los geht's! Das werden Sie sicher nicht wagen. Nach allem, was Tarzan erzählt hat, wäre ich mir da nicht so sicher. Hey! Letzte Chance, Kumpels! Verzieht euch! Tarzan! Du hast es geschafft! Affenjunge? Stets zu Diensten. Was ist das mit der Zivilisation? Warum wird dadurch immer alles so kompliziert? Wie kann ich den anhalten? Dad! Jane, ich bin so froh, dich zu sehen. Den machen wir fertig! Schnappen wir ihn! Tarzan! Okay, das verstehe ich. Du musst da raus! Tarzan, spring! Zu spät. Nein! Gut gemacht, Jungs! Wie ein Insekt zerquetscht! Wie können Sie so etwas tun? Wie grausam. Diese Barbaren. Ja, kann doch nicht. Ha! Den haben wir es gezeigt! Uns kann niemand aufhalten! Hören meine Ohren irgendwann mal auf zu klingeln? Es geht ihm gut. Tarzan! Na los! Macht ihn fertig! Los, Beeilung!
Diesmal nicht! Hau ihn runter! Ich versuch's ja! Danke für die Lektion! Was? Und hier ist eine für euch! Raus aus meinem Dschungel! Das macht echt Spaß, wenn man den Bogen raus hat. Ich bin weg hier! Ich auch! Los! Verstehe dich! Ich hab verbrochen! Ja! Noch näher! Los, ab in den Dschungel! Gut gemacht, Tarzan. Wer hat diese schrecklichen Männer geschickt? Ich weiß es nicht. Deshalb muss ich einen fangen, um es herauszufinden. Das habe ich mir gedacht. Deshalb habe ich den Anführer schon mal nett verpackt. Zu seinem großen Unglück wollte er mir gar nichts sagen, obwohl ich ihn gewarnt habe, dass der Affenjunge seine Methoden hat, jemanden zum Sprechen zu bringen. Halt ihn von mir fern! Aber sicher, sobald du uns erzählt hast, für wen du arbeitest. Ich kenne seinen Namen nicht. Falsche Antwort! Hoch mit dir! Nein, nein, warte! Sorry, nein. Mann, ich hab dich gewarnt. Du kannst ihn das doch nicht machen lassen! Ich hoffe, du hast keine Höhenangst. Oh nein, Tarzan, du lässt ihn doch hoffentlich nicht bei den wütenden Gorillas. Gorillas? Da ist ein besonders schöner, ganz oben auf einem der Bäume, die du gerade zerstören wolltest. Oh nein, bitte! Ich sag dir alles, was ich weiß, wenn du mich runterlässt. Oh, bitte, bitte! Wenn du darauf bestehst? Zweiter Versuch. Wer ist dein Auftraggeber? Jetzt sag's endlich! Ich weiß es nicht. Ehrlich, ich kenne wirklich nicht seinen Namen. Was ist mit dem hier? Ja, ich habe ihn mit dem Boss zusammen gesehen, aber das ist wirklich schon eine Weile her. Okay, das war's. Du ziehst im Gorillanest ein. Nein, hör zu, ich habe ihn nur zweimal getroffen. Auf einem privaten Flugplatz, eine gute Tagesreise von hier. Was hat er da gemacht? Woher soll ich das wissen? Sag schon! Lass mich los! Ist das Elfenbein? Hey, gib das wieder her, das gehört mir. Das ist das gute Zeug von einem echten Elefantenstoßzahn. Das... Oh! Hast du etwa das Leben einer prachtvollen, edlen Kreatur beendet, nur um solche nutzlosen Anhänger zu machen? Doch nicht ich! Der Boss hat eine Möglichkeit gefunden, Stoßzähne und Hörner hier in der Gegend zu klauen, ohne geschnappt zu werden. Kann ich es zurückhaben? Vielleicht nach 10 oder 20 Jahren im Knast. Oh, hey, ehrlich, das ist nicht fair. Ich habe euch geholfen. Erzählen Sie das dem Richter. Wir gehen. Die Ranger wissen vielleicht, wo Wilderer kürzlich zugeschlagen haben. Dann könnten wir endlich herausfinden, wer hinter allem steckt. Tarzan, was ist los? Carla sollte schon längst hier sein. Sie muss doch meinen Ruf gehört haben. Vielleicht hatte sie zu große Angst, als die Maschinen noch hier waren. Nein, etwas stimmt nicht, Jane. Ich kann es spüren. Ich muss Carla finden. Ich mache mir echt Sorgen. Tarzan ist seit Stunden weg. Wo kann er nur sein? Da! Du hast Carla nicht gefunden. Nein, aber den Ort, an dem man sie gefangen hat. Oh nein! Er hat Carla. Wer auch dahinter steckt, weiß ganz sicher, wie wichtig Carla für Tarzan ist. Und dass ich alles tun werde, um meine Mutter zurückzuholen.
Der Chief hört sich bei den Rangern um, welche Reservate oder Dörfer Elefanten und Nashörner an Wilderer verloren haben. Bislang hat niemand in den letzten Monaten Verluste gemeldet. Aber wir können niemanden in dem neuesten Reservat erreichen. Das Gelände ist Teil einer alten, verlassenen Diamantenmine, nicht weit von dem privaten Flugplatz. Das muss ich mir ansehen. Ich kann die zuständigen Behörden... Nein! Wenn Kala dort ist, fühlt er sich vielleicht genötigt, die Beweise zu vernichten. Du weißt, dass wir wahrscheinlich direkt in die nächste Falle tappen werden. Weshalb ich das auch allein tun muss. Als ob wir das zulassen würden. Das waren die letzten Wärter, die an der Mauer patrouilliert haben. Im Haus sind vielleicht noch mehr. Alles sicher! Bei so vielen Sicherheitsleuten, warum haben wir keine Überwachungskameras gesehen? Deshalb Drohnen! Tja, dann müssen wir auch nicht mehr flüstern. Er weiß, dass wir hier sind. Und ich weiß, dass Kala auch hier ist. Hab dich! Du willst mich? Hier bin ich. Wer du auch sein magst. Ich werde dich kriegen. Oh, das wirst du früh genug erfahren. Ich warne dich. Tu meiner Mutter nicht weh. Mir scheint, ich habe das wilde Tier im Affenjungen geweckt. Zeit für die Großwildjagd. Kala ist da entlang. Mist. Und auch dort entlang. Er muss sie woanders hingebracht haben. Deshalb verliere ich ihre Spur. Wir müssen uns einfach aufteilen. Ich glaube, da lang riecht es am stärksten. Okay, dann nehmen wir diesen Weg und schauen, was wir dort finden. Danke. Euch beiden. Wir sind ein Team. Also sei vorsichtig, Tarzan. Pass auf dich auf, kleiner Bruder! Sieht doch nicht so verlassen aus. Jemand ist hier entlang gegangen. Sieh mal, Moviro. Hier ist ein altes Schild drunter. Das ist ja komisch. Dem Earl of Greystoke hat das hier mal gehört? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Moment, sieh mal. Hier steht Ethan Greystoke. Natürlich. Weißt du, wer das ist? Er war der Bruder des Earls. Moment. Du meinst Clayton Greystokes Vater? Ja, warum? Das kann einfach kein Zufall sein. Wir müssen Tarzan warnen. Sie ist ganz nah. Zeig dich mir! Jetzt! Ist schon gut, Cousin. Ich bin's nur. Clayton? Was machst du denn hier? Ich habe mit meinem Onkel gesprochen. Er hat mir erzählt, was passiert ist. Der Earl macht sich schreckliche Sorgen um dich, also hat er mich gebeten, dir dabei zu helfen, den sogenannten Drahtzieher zu finden. Danke. Aber wie hast du mich hier gefunden? Im Dorf hat mir der Chief von dem vermissten Gorilla erzählt. Deine Mutter? Ja, ich muss sie finden. Nein, Clayton. Bleib hier, es ist zu gefährlich. Ich bin sicher, am Ende des Tunnels wartet eine Falle auf mich. Oh nein, ich kam nach Afrika, um dir zu helfen. Wir sind eine Familie, oder nicht? Okay, aber bleib dicht hinter mir. Sicher. Und zwar ganz nah.
Ich kann nicht glauben, dass wir da nicht längst drauf gekommen sind. Warum solltet ihr auch? Er gehört zur Familie und arbeitet schon seit Jahren für den Earl. Er nutzt wohl eher die Großzügigkeit des Earls aus, um seine krummen Geschäfte zu finanzieren. Ich rieche Carla. An dir! Du bist der Wahnsinnige, der hinter allem steckt. Stimmt. Aber die korrekte Bezeichnung Affenjunge lautet Genie. Carla ist 1000-mal mehr wert als du. Ausnahmsweise hast du recht. Dieser hässliche Affe bringt ziemlich gutes Geld auf dem Schwarzmarkt. Lebendig. Oder... Warum hasst du Großvater und mich so sehr? Ernsthaft? Du kapierst es immer noch nicht? Sorry, von Affen im Dschungel erzogen. Schon vergessen? Es geht ums große Geld, du Neandertaler. Der Earl of Greystoke ist einer der reichsten Menschen der Welt. Ich war der Nächste in der Erbfolge für den Titel und sein Imperium. Aber dann bist du aus dem Nichts aufgetaucht. Mir sind Titel und Imperien sowas von egal. Du kannst gern alles haben. Aber lass Carla gehen. Und du wirst was? Die ganze Sache vergessen? Beeindruckend wie unglaublich tief einige dieser alten Diamantenminen sind. Leider gab diese nichts mehr her, gleich nachdem mein dämlicher Vater sein gesamtes Vermögen hier versenkt hatte. Das ist alles, was ich je von ihm bekam. Deshalb werde ich mir nicht den Titel von dir stehlen lassen. Ich werde der nächste Earl of Greystoke sein. Du willst doch mich! Lass Carla gehen! Das habe ich vor. Nein! Bleib ganz ruhig! Entspann dich. Ich bin nicht nur ein erstklassiger Schütze, sondern auch ein anständiger Kerl. Deshalb gebe ich dir die Chance, sie zu retten. Ergreife sie. Du bist wirklich so dumm wie ein Affe. Ich kann einfach nicht glauben, wie leicht du es mir machst. Du wirst niemals damit durchkommen. Womit? Du und der hirnlose Affe, ihr seid einfach in das Loch gefallen. Oh, was für ein tragischer Unfall. Und der Kummer wird den alten Earl noch umbringen. Alles okay. Nur noch ein Schuss und dafür wirst du bezahlen! Ups. Es ist vorbei, Clayton. Sie sind am Ende. Vielleicht, aber ihr kommt beide zu spät. Wenigstens wird dieser Freak niemals der nächste Earl of Greystoke. Ich hab's gleich! Los geht's! Aus dem Weg!
Schwer zu glauben, dass so ein armseliger Typ hinter allem steckte. Wenigstens ist endlich alles vorbei. Ich wünschte nur, ich müsste Großvater nicht die Wahrheit über seinen einzigen Neffen sagen. Lord Greystoke, wie fühlt es sich an, von allen Vorwürfen völlig entlastet zu sein? Ich hatte Glück, dass es Menschen gab, die nie aufhörten, an mich zu glauben. Auf Wiedersehen, Tarzan. Auf Wiedersehen, Jane. Passt auf euch auf. Alles Gute, meine Freunde. Wir sehen uns bald wieder. Bye, Dad. Bis zum nächsten Mal. Bis bald! Was ist mit Ihrem Neffen? Sind Sie beim Prozess anwesend? Wer nimmt seinen Platz ein? Vorerst kann ich dazu nur sagen, dass ich die Mission meines Sohnes und meiner Schwiegertochter fortführen werde. Ich bin überzeugt, Ihr Enkel Tarzan ist ein zuverlässiger Partner im Kampf um den Schutz unserer Erde. In der Tat. Und wir werden uns mit aller Macht diesem Ziel widmen. Keine Sorge! Ich werde immer wieder zu dir zurückkommen! Er meint wir beide. Wir sind schon ein tolles Team, Jane. Daran besteht kein Zweifel, Tarzan.